Ergonomie am Arbeitsplatz. Was ist das eigentlich? Die Ergonomie ist die optimale wechselseitige Anpassung zwischen dem Mensch und seinen Arbeitsbedingungen. Das heißt, dass der Arbeitsplatz optimal an die einzelne Person angepasst sein soll. So sollen Gesundheit und Sicherheit sowie das Wohlbefinden sichergestellt werden und der Mensch soll weder über- noch unterfordert werden. Die Ergonomie am Arbeitsplatz besteht aus verschiedenen Maßnahmen. Die können sich sowohl auf die Verhaltensebene als auch auf die Verhältnisebene beziehen. Die Verhaltensebene bezieht sich auf die Motivation der Mitarbeiter, die soll gestärkt werden. Die Eigenverantwortung soll gestärkt werden und der Mitarbeiter soll sich möglichst gesundheitsbewusst verhalten. Das fängt damit an, dass er öfters während der Arbeit aufsteht, dass er viel trinkt, zwischendurch vielleicht mal ein paar Schulter-Nackenübungen durchführt, also das, was ich selber als Person machen kann. Die Verhältnisebene dagegen bezieht sich auf die Arbeitsplatzorganisation, auf meinen Arbeitsplatz an sich und die äußeren Einflüsse. Wie ist mein Arbeitsplatz ausgestattet? Diese äußeren Einflüsse betreffen zum Beispiel die Arbeitsorganisation. Das ist mein Arbeitsplatz, die Arbeitsfläche, mein Bildschirm, meine Tastatur, das Telefon, die Maus, alles, was sich um mich herum befindet, aber auch die Lichtverhältnisse, die Luftverhältnisse und die Raumtemperatur. Die körperlichen Einflüsse sind zum Beispiel die biologischen Gegebenheiten, mein Alter, mein Geschlecht, die Größe, das Gewicht, Vorerkrankungen, aber auch psychische Faktoren wie zum Beispiel Stress oder mein eigenes Verhalten, wie zum Beispiel mein Trainingszustand, den kann ich selber beeinflussen. Schauen wir uns einmal einen ergonomischen Arbeitsplatz an. Wir nehmen beispielsweise diesen Arbeitsplatz. Wichtig ist es, dass die Füße fest auf dem Boden stehen und nicht in der Luft hängen. Im Kniegelenk und im Hüftgelenk sollte ungefähr ein rechter Winkel entstehen, genauso wie im Ellbogengelenk. Wichtig ist, dass Tastatur und Maus auf einer Ebene mit dem Hand- und dem Ellbogengelenk sind. Der Rücken sollte aufrecht sitzen können und der Kopf sollte gerade gehalten werden können. Was außerdem wichtig ist, ist der Abstand von den Augen zum Bildschirm. Der sollte ungefähr 50 cm betragen. Außerdem sollte die obere Bildschirmkante leicht unterhalb der Sehachse liegen. Ein wichtiger Faktor ist auch die Beleuchtung. Das Fenster sollte ungefähr im rechten Winkel zum Bildschirm sein. Es sollte sich nicht hinter dem Bildschirm befinden, damit ich nicht geblendet werde. Das Fenster sollte sich auch nicht hinter mir befinden, damit der Bildschirm nicht geblendet wird, sodass ich nichts erkennen kann. Weitere Tipps für den Arbeitsplatz. Die Augen schauen meistens auf den Bildschirm und sind unentspannt. Um die Augen zwischendurch mal zu entspannen, macht es Sinn, zwischendurch mal in die Ferne zu schauen, den Blick mal schweifen zu lassen oder mal ein paar Sekunden die Augen zu schließen. Man sollte so oft wie möglich aufstehen, zum Beispiel beim Telefonieren oder mal einen Kollegen in seinem Büro besuchen, anstatt anzurufen. Man kann zum Beispiel auch den Drucker oder den Mülleimer in ein anderes Zimmer stellen. So muss man jedes Mal aufstehen, um den Mülleimer oder Drucker zu erreichen. Man sollte auch möglichst oft die Sitzposition wechseln, also möglichst dynamisch sitzen. Die Beine mal ausstrecken, die Beine mal ranziehen, mal überschlagen. Hauptsache möglichst viel Bewegung in das Sitzen reinbringen. Man sollte auch möglichst oft die Treppe benutzen statt den Aufzug. Das kann man zum Beispiel machen, indem man das WC auf einer anderen Etage benutzt. So muss man jedes Mal, um die Toilette zu benutzen, die Treppen rauf und wieder runter gehen. Versuchen Sie so oft wie möglich, kleine Bewegungspausen einzubauen. Entweder beim Aufstehen oder auch gerne mal im Sitzen. Einfach ein paar kleine Lockerungsübungen einbauen, die werden wir im Anschluss noch zeigen. Die Arbeitshaltung sollte möglichst oft abwechslungsreich variiert werden. Das heißt, nicht die ganze Zeit sitzen, auch wenn es bewegtes Sitzen ist, sondern möglichst oft aufstehen, gehen, ein paar Bewegungen einbauen. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, zu Fuß zur Arbeit zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. So haben Sie direkt auf dem Arbeitsweg ein bisschen Bewegung im Alltag integriert. Im Folgenden werden wir jetzt noch ein paar Übungen zeigen, die können Sie jetzt gerne direkt mitmachen und sich auch gerne mit in den Arbeitsalltag nehmen und jederzeit zwischendurch einbauen.